Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi, das Mindset. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon-Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium. Rosi, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast für unsere Rosi Shooting Basics Serie. Heute sprechen wir ein bisschen über das Mindset. Sollte eigentlich immer irgendwo auch schon ganz am Anfang bedacht werden, weil Schießen soll Spaß machen, aber Schießen soll auch irgendwo mit Verantwortung und Bewusstsein beachtet werden. Genau deshalb haben wir hier auch schon mal, da fange ich nämlich direkt an, ein paar Dinge auf den Tisch gestellt, die man zwar häufig, gerade in der Jägerschaft, muss man sagen, bei den älteren Jägern häufig sieht, die gehen dann zum Verein oder ins Jagdhaus, trinken ein Bierchen, gehen dann ein paar Schuss machen und dann fahren sie wieder nach Hause. Muss ich tatsächlich sagen, habe ich so nicht erlebt. In Frankfurt ist das so, bei euch in Hamburg vielleicht nicht, aber bei uns Fall. ist es auf jeden Fall so. Vielleicht ist bei uns so, aber in meiner Nähe nicht. Ja. Alkohol, Drogen, ich habe jetzt hier einen Energy-Drink stehen, aber da erzähle ich gleich was zu. Erstmal Alkohol und Drogen haben unserer Meinung nach, ich glaube, da gehen wir auch d'accord, beim Schießen selbst nichts zu suchen. Absolut nichts. Wenn man abgeschlossen hat mit der ganzen Geschichte, alles sauber verpackt und verstaut ist in den Tresoren, wenn man nochmal zusammensitzt, spricht nichts gegen ein Bierchen, ganz klar. Aber wie gesagt, unter Einfluss von Drogen und Alkohol, absolutes No-Go. Das sollte auf jeden Fall im Mindset fest verankert sein. Vielleicht eine kleine Ergänzung, ja. Wenn jetzt einer auf den Schießstand geht, der angetüdelt wäre, ja. Dann muss man sich fragen, wenn man ihn jetzt vom Schießstand schmeißt, wer war jetzt eigentlich nicht kollegial? Der ihn rausschmeißt oder der so hingegangen ist, ist, glaube ich, völlig außer Frage, der so hingegangen ist. Ne, weil der bringt uns alle in Verruf. Exakt. Ne, der ist derjenige. Ne? Also man braucht sich da nicht schämen. Der kommt da angetüdelt an, runter. Ja. Der hat da nichts zu suchen. Ja. Er kann gerne zuschauen, aber auf keinen Fall eine Schusswaffe in die Hand nehmen oder Munition. Abgesehen davon, für alle, die es nicht wissen sollten, Stichwort Fahren unter Alkoholeinfluss, egal wie viel Promille ihr habt, wenn ihr einen Unfall habt und bei der Kontrolle festgestellt wird, dass ihr Legalwaffenbesitzer seid, ist die WBK und die Zuverlässigkeit weg. Fahren unter Alkohol das ist weg. Weißt du auch, oder? Brauche ich nicht wissen, ich trinke nie Alkohol. Ja, gut, okay. Aber ja, ist halt so. Das solltet ihr auf jeden Fall bei Alkohol und Drogen definitiv beachten. Warum habe ich jetzt noch einen Energy-Drink hier hingestellt? Das gilt für Energy-Drinks und Cola oder sonstige aufputschende Mittel. Kann man natürlich machen, ist auch tatsächlich, glaube ich, beim Militär jetzt nicht unüblich, wenn man länger draußen ist oder so, dass man vielleicht mal ein paar Energy-Drinks dabei hat, um sich mal ein bisschen wach zu halten oder irgendwelche Coffee-Tabletten oder so. Gerade bei den Jüngeren ist es, denke ich... ist tatsächlich so, ich selber nehme das Zeug nicht, aber ich kenne also Kameraden, die durchaus sich so ein bisschen aufpäppeln. Ja. Gerade wenn ich jetzt viel Nachtausbildung mache, dann sind die ein bisschen früher kaputt als ich und dann kann das vielleicht helfen. Ja. Du trinkst sehr viel Kaffee, habe ich festgestellt in den letzten Tagen. Tagen. Ich trinke halt der Weichei-Kaffee. Na, für mich ist das ein Genussmittel. Starker Kaffee nehme ich nicht, aber nicht, weil es ungesund ist, sondern weil ich es nicht mag. Ja. Deswegen, ich habe schon 2, 3 Becherchen am Tag. Ich kann auch Präzisionsschießen danach machen. Das wirkt halt nicht aufputschen für mich, sondern es ist halt warm, Genussmittel. Das ist eigentlich alles. Aber das könnte tatsächlich auch für den einen oder anderen Thema sein. Stichwort aufgeputscht oder ein bisschen erhöhten Herzschlag oder so. Wenn ihr dann vorhabt, Präzision zu schießen und euch wundert, warum ihr nichts mehr trefft, könnte das unter Umständen am Kaffee oder an den Energy-Drinks. Wir werden ja nochmal über Tourniquet sprechen. Ja, da habe ich einen Pulsoximeter. Auch da ist ganz interessant. Probiert es aus. Haut euch den Pulsoximeter mal auf den Finger. Die kosten mittlerweile 28 €. Ja. Ist überhaupt nichts mehr. Ich nehme es halt fürs Training. Und da kann man ja mal sehen, was ist jetzt hier einer der Auswirkungen von diesem Energy-Drink. Ja. Wenn man sieht, dass der Puls hochgeht, dann Finger weg. Ja, check. Okay. Weiterhin zum Mindset gehört unserer Meinung nach natürlich auch, was wir auch bei der Ausrüstung behandeln werden, Erste Hilfe. Man sollte auf jeden Fall in der Lage sein, sich damit auseinandersetzen und zumindest mal in der Lage sein, eine Erstversorgung vorzunehmen. Es erwartet jetzt keiner, dass du einen chirurgischen Eingriff kannst und einen Spannungspneumothorax oder ein Chestziel anlegen kannst, als Zivilist. Ach so, ja. Okay. Findet man Zivilisten gerade. Okay, militärisch haben wir auch schon drüber gesprochen. Du bist jetzt kein Medi-Ausbilder.
aber du sagst trotzdem, dass jeder Operator in der Lage sein sollte, die wichtigsten Dinge anzulegen. Auf jeden Fall. Tourniquet, Emergency Bandage, Tubus muss jeder anlegen. Exakt. Ist völlig ohne Frage. Genau. Also alles, wo man schnell sterben kann, verbluten ist ein typisches Beispiel. Richtig. Atmung ist nicht so wichtig, aber wenn einer ohnmächtig wird und ich passe nicht auf, dann wird er auch sterben irgendwann mal. Aber das Entscheidende ist halt, das Blut gehört in den Körper, nicht außerhalb vom Körper. Exakt. Genau. Und Chesty brauche ich keine Ausbildung. Vorne dicht kleben, hinten dicht kleben, das kann jeder. Ja, man muss es schon mal gemacht haben. Auf jeden Fall, das ist nicht die Frage. Ja. Aber ich meine jetzt von der Intensität des Trainings. Ne? Man muss halt ordentlich raufkleben und das ist gut. Aber das ist eine Sache, wo man eine Menge Leben retten kann mit wenig Mitteln. Ja. Aber ein bisschen Training braucht man auf jeden Fall. Ja. Und ich sage auch zum Beispiel, das Tourniquet ist für mich außer Frage, ist für mich auch ein Immediate Action Drill. Na, mit meinen Jungs trainiere ich das dann schon wesentlich öfter. Die müssen halt, auch wenn sie müde sind, sich das Ding schnell rechtes Bein, linkes Bein, rechten Arm, linken Arm anlegen können. Ja. Aber du hattest gerade was über Mindset allgemein. Ich teile das noch so ein bisschen auf. Life-Mindset, Training-Mindset und Combat-Mindset. Man kann auch viel mehr machen. Aber das ist so, wie ich das einteile. Zum Beispiel beim Life-Mindset. Ich gehe aufmerksam durch die Welt, aber ich bin nicht ängstlich. Ja. Beispielsweise, wenn da jetzt ein paar Menschen dubios sind, dann gehe ich da nicht in die Mitte und will jetzt eine Schlägerei entfachen. Ja. Dann gehe ich schon auf die andere Seite. Vorausschauen. Ja. Ich gehe niemals direkt an der Wand. Wenn da jetzt einer in der Haustür steht, gibt es einen Schwinger auf der Nase, ich habe keine Reaktionszeit. Ich gehe schon ein bisschen aus Hamburg, Ja, aber ich denke mal, das ist allgemeine Regel. Ne? Auch ein Landei wird irgendwann mal in der Stadt sein. Also für ihn ist das genauso gut. Niemals. Und das sind so Sachen, wie ich halt lebe. Ja. Ne? Ich will gar nicht die ganze Zeit unter Strom stehen. Aber so ein paar Sicherheitsregeln, die sind einem im Kopf. Ja. Meine Frau ist gebrieft, wenn jetzt mir einer entgegenkommt oder eine Gruppe, dann wird sie mich nicht anfassen. Dann lässt sie, wir sind schon ein bisschen länger verheiratet, lässt sie mich auch los, weil sie weiß, sie soll mir ja so und so nicht helfen. Wenn ich jetzt wirklich in den Kampf gehe, dann soll sie weglaufen. Und das heißt, man spricht mal da über. Am Anfang hat sie sich festgeklemmt, wenn irgendwas eng war. Ich kann mich nicht wehren. Dann quasi, genau. Ja. Genau, dann blockiert sie mich auch noch. Ja. Das ist alles geregelt, auch wenn wir im Ausland sind. So, und das sind so ein paar Sachen. Ich will trotzdem entspannt durchs Leben gehen. Ja? Wenn ich Spannung brauche, dann gehe ich nach Afghanistan oder sonst irgendwo hin. Nee, aber da hast du völlig recht. Gerade diese Aufmerksamkeit, das ist was man sehr häufig beobachtet. Setz dich mal in die Straßenbahn oder in die S-Bahn. Da guckt ja jeder ins Handy und keiner ist irgendwie aufmerksam. Ja, das ist auch so ein Ding. Und das hat ja nicht nur was mit Sicherheit zu tun, sondern das ist generell, denke ich, auch eine Lebenseinstellung. Vielleicht kann man mal irgendjemand helfen, der gerade mal irgendwo, es muss nicht mal jemand sein, der in Not ist. Es kann schon sein, dass es eine Frau mit einem Kinderwagen ist, die vielleicht gerade mal Hilfe braucht beim Einsteigen. Und man spürt, dass da gerade Stress entsteht, dann setzt man sich neben die Frau, unterhält sich mit ihr und schon wird der andere abgeschreckt. Also man kann tatsächlich viel verhindern, indem man proaktiv agiert, aber das geht nur, wenn man aufmerksam ist. Das ist völlig richtig. Und das hat nichts mit Paranoid oder mit sonst was zu tun. Also, das finde ich extrem cool. Ja. Dann Training-Mindset. Ja. Das ist so eine wichtige Sache meiner Meinung nach. Ich habe meine Zeit auf der Schießbahn zum Beispiel, die will ich auch effektiv nutzen. Ein Ding werdet ihr wahrscheinlich im Video normal hören, weil es bei mir ein Standard ist. Schieße nicht schneller, als du kannst. Arbeite immer so schnell, wie du gerade noch fehlerfrei bist. Strebe nach mehr, als was gefordert ist. Das sind so Sachen, die ich sehr, sehr häufig nebenbei sage. Der eine oder andere nimmt das auch an. Ne? Ist ja klar, langsam ist flüssig, flüssig ist schnell. Ist zwar richtig, aber heißt ja, wenn ich Zeit verschwende, werde ich einfach nur langsam bleiben. Und wenn ich schneller werden will, dann gehe ich immer, arbeite ich so schnell, wie ich gerade noch fehlerfrei bin. Wer sich daran hält, wird zum Profi. Das geht gar nicht anders. Ne? Das sind so Kleinigkeiten. Und was ich von dir das ein oder andere Mal auch schon gehört habe, ist schießen, nicht ballern. Finde ich auch einen guten Spruch. Auf jeden Fall. Na, wir müssen immer dran denken, wenn wir trainieren. Alles, was wir machen, landet im Unterbewusstsein. Das Gute, aber auch das Schlechte. Ja. Und ein typisches Beispiel für schlecht ist, der Jäger, der jetzt eine riesige Kanone hat, unglaubliches Kaliber, der schießt und es tut weh. Natürlich hat keiner Angst vorm Rückstoß. Aber das Unterbewusstsein hat gelernt, wenn ich hier abkrümme, tut es da weh. Und wenn man das nicht ganz so doll weh tut, spannt das Unterbewusstsein vorsichtshalber mal den Muskel an. Das nennt sich Mucken. Das heißt, wir müssen einfach in Kauf nehmen, dass unser Unterbewusstsein immer mitläuft. Ja. Das Positive, aber auch das Negative. Ne? Deswegen trainiert nicht irgendwie was falsch. Der Ausbilder hat nur viel mehr zu tun. Trainiert, wenn ihr trainiert, immer richtig. Gebt euch Mühe, saubere Handhabung und die Geschwindigkeit. Wenn ihr immer danach arbeitet, so schnell wie ihr gerade noch fehlerfrei arbeitet, werdet ihr zum Profi. Okay.
Für uns Sportschützen nicht wichtig, aber jetzt ich als Soldat oder auch meine Kollegen, die Polizisten, Combat Mindset. Nein, das ist eigentlich für alle Combat Mindset. Jeder kann in die Schlägerei geraten. Aber ich grenze das nochmal ein für mich als Soldat. Wenn ich rausgehe, gehe ich raus, ich will gewinnen. Macht Sinn. Na, das heißt, ich gehe nicht raus. Ich habe es leider erlebt in scharfen Einsätzen. Ich habe Angst vor einer ID. Hoffentlich komme ich wieder heil wieder nach Hause ins Lager. Die so denken, fahren schon raus als Verlierer. Und das ist natürlich schlecht. Na, wenn ich rausfahre, will ich als Gewinner raus. Na, ich war Scharfschütze. Ich habe, bevor ich rausfahre, akzeptiert, dass ich jetzt einen Menschen töten muss. Nicht irgendeinen Menschen, sondern Terroristen oder Taliban oder was auch immer. Ich will nicht vor der Entscheidung stehen, tue ich es jetzt doch oder nicht. Das ist für mich glasklar, bevor ich rausfahre. Ich werde töten. Und wenn ich nicht schießen muss, ist natürlich ein Traum. Ja. Schöner als nicht schießen gibt es nicht. Für mich ist allerdings auch ein Misserfolg, wenn ein Terrorist dort ist oder ein Taliban, damals. Ich gehe raus und ich verpasse ihn. Dann ist das für mich genauso ein Misserfolg wie ein Falschen erschießen. Ich habe noch keinen Falschen erschossen. Letzter Einsatz war gar nichts, außer dass wir effektiv waren an der richtigen Stelle. Aber ich will damit nur sagen, ihr sollt, wenn ihr rausgeht als Soldaten oder als Polizeibeamter, habt ein vernünftiges Combat-Mindset, ein angepasstes. Ich gehe nicht raus, ich werde schießen, aber ich akzeptiere als Sniper, wenn ich rausgehe. Das ist ja mein Job, da brauchen wir ja gar nicht überreden. Ne? Ich werde keinen verwunden mit einer Schusswaffe. Mein Ziel ist, ein Ziel auszuschalten. Wenn ich an der Tür stehe, besteht die gesamte Welt, beim Häuserkampf, besteht die ganze Welt aus dieser Tür. Alles andere muss ich ausblenden. Und der Rest macht mein Team. So, und das heißt, ich will mich nicht ablenken lassen. Ich werde auch niemals den Blick von dieser Tür wenden. Das ist mein Auftrag. So, wenn jeder seinen Job genau so macht, dann sind wir auch erfolgreich. Außer wir haben Pech. Ich habe auch gute Kameraden verloren, die hatten einfach Pech. Das kann passieren. Na klar. Auch das muss ich akzeptieren. Wenn ich das nicht akzeptieren kann, muss ich einen anderen Beruf haben. Bäcker ist ja auch ein guter Beruf, ist ja keine Frage. Ja, und ein wichtiger Beruf. Auf jeden Fall. Ne? Haben wir die letzten Tage immer morgens festgestellt. Ja, die haben wir und Hühner ist auch ein wichtiger Beruf, weil ohne Eier gibt es kein ordentliches Frühstück. Was? Huhn ist ein guter Beruf? Ja. Okay. Wieder was dazugelernt. Ein bisschen Spaß muss ab und zu auch mal sein, um das aufzulockern. Ja, verstanden. Gut. Ich hatte noch mal mir notiert für diese kleine Runde hier physische und psychische Fitness. Ja. Zur physischen Fitness sage ich, Fett sagt besser nichts, das überlasse ich dir, aber zur psychischen Fitness kann ich vielleicht was sagen. Ja. Und zwar, dass wir alle geistig gesund sein sollten, wenn wir eine Waffe in die Hand nehmen, das setze ich mal voraus. Oftmals ist es natürlich leider so, dass man selber nicht unbedingt mitkriegt, wenn man eine an der Waffe bekommt. Also ist schon vorgekommen, also dass die Leute halt durchdrehen und es selber nicht wirklich realisieren. Deswegen auch wieder achtsam durchs Leben gehen, wenn ihr gerade auch sportlich im Schützenverein seid, guckt bei euren Kollegen, unterhaltet euch mit denen, nicht nur, dass es das soziale Leben fördert, sondern auch vielleicht mal, dass man auch mal ein Problem vorab erkennen kann, um da auch zu helfen oder dann auch zu sagen, hier, vielleicht schießt du heute mal besser nicht. Also wenn der gerade hier schon die Tränen wegdrückt und sagt, die Frau hat gerade Schluss gemacht oder sonst irgendwas, sagt er, hier, komm, wir gehen mal ein bisschen raus, spazieren oder so, ist vielleicht Schießen nicht die richtige Wahl. Vielleicht auch Schießen genau die richtige Wahl, weiß man nicht. Aber hätte ich gerade jetzt gesagt, ja. Genau, man muss es einfach situationsbedingt abschätzen können. Und das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Und für mich zählt zur psychischen Fitness auch, dass man sich weiterbildet tatsächlich. Also nicht nur Schießen geht, sondern auch schaut, dass man da die Trainings weiterbringt, mit Trockentraining zum Beispiel. Oder aber auch, was für mich da auch dazu zählt, ist, sich, wenn es geht, gerade in Deutschland irgendwo stark zu machen, zu helfen, sich zu engagieren bei einer Thematik, die immer mehr uns scheibchenweise unseren Hobby, unsere Passion, unsere Liebe wegnimmt, zu irgendwas verteufeln will, was es definitiv nicht ist, weil wissen wir alle selber, jeder, der jetzt hier sich dieses Video anguckt, der wird dieselbe Denke haben wie wir, denke ich mal, im Großen und Ganzen. Es ist nicht die Waffe, die tötet, sondern es ist der Mensch dahinter, der tötet. Und das kann ich auch, wenn ich möchte, mit einem Bierglas machen. Du hast wahrscheinlich 47 verschiedene Methoden, mich mit deinem kleinen Finger zu töten. Von daher, weiß. Du warst ITler, du kannst mehr töten mit deinen Fingern. Stimmt auch, richtig, genau. Ja. So. Also auch solche Angriffe sind natürlich machbar. Ja, egal. Also auf jeden Fall, das sollte euch auch bewusst sein. Physische Fitness. Ja, ich sag mal, wie ich das mache. Du bist 60, muss man nochmal dazu sagen. Ja? 60 Jahre 60 jung. 60 Jahre und biologisch. Ein Ticken jünger.
Warum? Ich halte mich natürlich einerseits geistig auf Stand. Ich arbeite weiter. Ich bin vor 6 Jahren pensioniert worden. Ich arbeite weiter. Ich bin da gerade am Bücherschreiben. Das ist auch eine ganz gute Sache für den Kopf, dass man da aktiv bleibt. Aber körperlich, mindestens 3-mal die Woche gehe ich joggen. 3/4 Stunde. Mach mich da nicht fertig. Aber ich bleibe halt dran am Ball. Bin jetzt im Fitnessstudio, habe festgestellt, meine Körperspannung hat nachgelassen, war ich nicht mit mir selber zufrieden. Deswegen gebe ich da jetzt noch mal ein bisschen Gas. Wenn ich selber Training mache, habe meine Plattenträger, also jetzt Behördentraining, Plattenträger an, da bleibe ich auch beweglich. Und ich werde auch tatsächlich, wenn ich selber sage, ich bin nicht mehr fit genug, dann werde ich auch aufhören. Na, das heißt, ich setze mich auch so ein bisschen selber unter Druck. Ich denke mal, körperlich muss man was tun, sonst wird man auf der Schießbahn es auf jeden Fall schwerer haben. Man muss immer wissen, was will man eigentlich. Ne? Wenn ich da oben mitspielen will, wenn ich jetzt also Spezialkräfte ausbilde, dann geht es gar nicht. Ne? Das gehört bei mir dazu, das ist keine Frage. Ne? Wenn ich Abseil mache oder ich komme Seil nicht hoch oder Klettern geht nicht, dann wird man mich irgendwann nicht mehr akzeptieren. Mit Recht. Aber dann werde ich vorher schon aufhören. Aber auch schon fürs sportliche Schießen hatten wir auch schon drüber gesprochen. Da kann es zum Beispiel sinnvoll sein, die Handgelenke zu verriegeln, also essentiell wichtig tatsächlich. Auf jeden Fall, für den Schuss. Und um das zu trainieren, sind zum Beispiel ein Liegestütz auf der Faust oder beziehungsweise Halten auf der Faust. Zeige ich euch aber noch. Planken auf der Faust. Eine sinnvolle Möglichkeit, um zum Beispiel auch das zu trainieren. Und das kostet auch nicht viel Kraft und Energie. Und ich weiß, ich muss es auch machen. Ich werde es auch machen. Ich verspreche es. Gut. Ich nehme ihn beim Wort. Haben wir noch was fürs Mindset? Nö, also ich könnte jetzt noch stundenlang was darüber sagen, aber ich denke mal, die Hauptpunkte habe ich angesprochen, aus meiner Sicht. Einige werden mit Sicherheit sagen, Mensch, und das gehört dazu, ja, es gehört eine ganze Menge dazu. Schreibt uns das in die Kommentare, wenn ihr noch sagt, das ist noch ganz wichtig fürs Mindset, reinschreiben. Und genauso für alle, die jetzt noch Fragen zu dem haben, was wir jetzt schon gesagt haben. Mensch, da möchte ich noch mehr dazu hören, dann auch da rein damit in die Kommentare. Und dann mache ich jetzt mal die Abmoderation. Ja. Perfekt. Schaut bitte auch in die Videobeschreibung rein für unsere Sponsoren, die diese ganze Serie hier ermöglichen. Das ist wirklich eine coole Sache, wird euch sehr, sehr gut gefallen, bin ich überzeugt von. Sind wir überzeugt von, haben da wirklich was Gutes ausgearbeitet. Über mehrere Wochen werden wir euch da jetzt hier berieseln. Und ja, bleibt da auf jeden Fall dran. Und in diesem Sinne, denkt daran, Mindset, ganz, ganz wichtig. Bis dann, macht's gut, bye bye. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.